Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin heute an einem kleinen Bach, von dem ich weiß, dass er Gold hat. Es gibt hier allerdings zwei große Herausforderungen. Die eine, das Gold ist sehr fein, also allerhöchstens 1 Millimeter groß und deswegen müssen wir auf jeden Fall vorsieben. Und die andere Herausforderung ist die, dass es sehr wenig Strömung nur gibt. Das bedeutet, wahrscheinlich muss ich dann mit einer ganz kleinen Rinne arbeiten und das wiederum hat zur Folge, dass wir nicht so viel Material durchschaufeln können. Also, wir schauen mal, wie das heute wird. Ich zeige euch mal den Bach, wie die Gegebenheiten hier sind und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß! So, wie man sieht, das Wasser ist klar, aber eben auch ohne viel Strömung. Ja, hier hinten hat es dann ein bisschen, aber nicht der Rede wert. Ja. Das geht auch da hinten dann so weiter. Und es ist eine Zeit lang her, dass ich hier das letzte Mal war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lang, aber über ein Jahr haben sich natürlich die Gegebenheiten ein bisschen verändert. Ich habe mal hier prospektiert. Da war allerdings genau an dieser Stelle hier war da noch weniger Strömung und eigentlich lauter Steine und da hatte sich auf jeden Fall einiges Gold abgesetzt. Das konnte ich prospektieren und hier, wenn wir jetzt heute mal versuchen, eine Goldwaschrinne zu setzen. Ich habe 2 dabei, die Easy Sluice, die wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wird einfach zu wenig Strömung sein. Ich baue mal einen kleinen Damm, aber vermutlich reicht es trotzdem nicht. Und dann wird es die kleine Goldsachs werden. So, jetzt habe ich es doch mal mit der großen Rinne probiert und ich glaube, ich habe genug Zug drauf. Ich zeige euch das mal. Sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, habe ich mir mal einen kleinen Damm gebaut. Dann legen wir jetzt mal los. So, wenn ich weiß, dass ein Bach schon Gold hat, dann mache ich das meistens so ein bisschen vorprospektieren nenne ich das. Dann kippe ich erstmal so einen halben Eimer in die kleine Rinne und schaue, ob ich an der richtigen Stelle grabe. Also ob da auch ein bisschen mehr zu holen ist. Deswegen habe ich jetzt hinter die große, erstmal die kleine. Da packen wir jetzt mal die erste Fuhre rein. Dann machen wir sofort mal einen Clean Out. Ja, also wir haben jetzt hier unser Löchlein und mehr ist es nicht. Und dann schauen wir mal, ob da Gold drin ist. Das zeige ich euch dann. So. Also ohne vorher reinzuschauen, ich glaube, ich bin noch nicht ganz auf der richtigen Schicht. Hier ist das Gold meistens kurz vor der Lehmschicht. Die ist nicht sehr tief, vielleicht 30 cm, aber so tief bin ich jetzt noch nicht und es war doch ein bisschen grob, das Material. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Das Gold ist eben so fein, dass es im Vorschaubereich jetzt auch nicht groß... Na doch, hier sehe ich schon eins. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Da. Ja, wir schauen gleich mal. Aber das wäre ja schon mal schön, wenn das so ist. Ja. So.
Also man sieht schon, da ist nicht so viel Material. Das ist immer so. Das ist eine sehr schöne Prospektionsrinne. Dann machen wir jetzt einfach mal nur ganz grob eine Durchsicht, ob denn nennenswert Gold drin ist oder nur ein Stückchen. Das ist Metall. Keine Ahnung, irgendein kleiner Eisenring oder so, aber kein Gold. Und tatsächlich ist hier das Einzige, was ich jetzt auf den ersten Blick sehe. Ich schaue gleich nochmal genauer. Ach ja, jetzt habe ich das Ding nicht raus. Natürlich hält sich das schwere Ringlein, das stört eigentlich jetzt hier beim Auspennen. Das tue ich jetzt mal weg. Ne, hier ist immer noch das eine. Okay, also wir graben jetzt noch mal hier genau an der Stelle ein bisschen tiefer und versuchen das gleiche nochmal, was wir gerade gemacht haben. Und sonst wechseln wir die Stelle. Da hinten kommt ja quasi so eine kleine Biegung. Hier ist eigentlich alles Ruhezone. Es kann aber auch sein, dass es hier erst, wo die Steine sich auftürmen, das Gold dann ist. Das sehen wir dann. So, den Müll, auch wenn er klein ist, den nehmen wir mit. So, also ich habe nochmal so ein Viertel-Eimerchen voll gemacht. Das sind dann so 4 Pfannen vielleicht. Es geht dann ein bisschen schneller, als wenn man das Pfanne für Pfanne rauswäscht. So. Und ich denke, ich bin jetzt schon eher auf der Schicht, die Gold hat. Es ist ein bisschen viel Zug auf der Rinne. Jetzt schauen wir mal. An sich, also sie läuft natürlich gut. Man muss gucken, dass es nicht zu viel ist. Jetzt sind wir an einem Bach mit ganz wenig Strömung und haben es geschafft, ein bisschen zu viel Wumms zu erzeugen. Naja. Gucken wir mal, was am Ende drin ist. Mal schauen, ob das jetzt mal ein bisschen besser ist. Das Material ist auf jeden Fall besser, mehr schwarzer Sand. Also hier sehe ich auf jeden Fall schon mal ein Stückle. Ja, da ist noch eins. Ja, also jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Goldschicht. Gut, jetzt mache ich jetzt mal ein bisschen den Feinauswasch und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. So, also das sind auf jeden Fall hier, das ist schon relativ groß für hier. Ja. Daneben noch eins und noch ein paar ganz kleine, die werde ich jetzt noch extrahieren. Ich denke, wir können hier weitermachen. Das Loch ist jetzt also ein bisschen tiefer.
Ja. Und wir sind jetzt auf der Schicht, mache ich es einfach noch ein bisschen größer und arbeite mich dann in diese Richtung vor. So, ich überlege gerade, ob das sogar ginge, hier direkt reinzuschaufeln, weil es sind jetzt nicht so viele große Steine im Material drin. Das probieren wir jetzt mal direkt aus zusammen. Ja. Also hier ist natürlich jetzt schon einiges drin. Eieiei. Na schaut's, muss man echt aufpassen. Ich ziehe mir jetzt gleich wieder Handschuhe an. Müll ist leider überall. Also abtransportiert wird's. Schaut doch eigentlich erstmal so ganz okay aus. So machen wir jetzt mal weiter. So, ich habe jetzt etwas über eine Stunde geschaufelt, vielleicht so 30, 40 Schaufeln. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich an der richtigen Stelle war. Ich habe heute auch nicht so viel Zeit. Vielleicht hätte ich doch bei der kleinen Rinne bleiben sollen und erstmal länger prospektieren, aber so ist es immer, wenn man wenig Zeit hat. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Also das Gold ist zu klein, dass man es jetzt hier sehen könnte, deswegen braucht man da gar nicht hinzoomen. Wenn, dann ist es ja irgendwo hier in dem Bereich. Und die Rinne selber lief gut, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier habe ich mein Loch gemacht, mich da so entlang gegraben und jetzt schauen wir mal, was in der Rinne drin ist. Ich zeige es euch am Ende, wenn ich den Auswasch vollbracht habe. Der ist dann nicht so spannend bei so einem kleinen Gold, aber das Ergebnis wollen wir natürlich sehen. Also das ist jetzt das Ergebnis vom ersten Teil des Auswasches. Ich kann euch gleich mal das Material zeigen, was da dann übrig bleibt. Ich bin eigentlich schon mal ganz froh. Ich habe hier so viel Material ist da jetzt übrig. Das wasche ich jetzt aus. Und dann schauen wir mal, wie viel es insgesamt wird. Dann noch so kleine Hämatitbröckchen drin, die sind halt auch sehr schwer. Gold.
ist am meisten drin. Ich kann man schon sehen. Also hier und da oben. Da. Und da oben. Wie immer am Schluss im Konzentrat ist am meisten drin. Das Gesamtergebnis schauen wir uns natürlich zu Hause nochmal an. Aber ich bin zufrieden. Für den Bach hier ist das ordentlich. Und wir hatten einen schönen Nachmittag. So Freunde, das war es heute schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich über ein Abo. Ansonsten bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Bis dahin macht es gut und ciao.